Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Stellen Sie sich eine Realität vor, in der Universen endlos geboren werden. Jedes ein neuer Faden im riesigen Mosaik von Existenz und Zeit. Dies ist die tiefgründige Vision von Max Laughlin, der einst als das klügste Kind der Welt gefeiert wurde, ein Wunderkind, dessen Ideen so mächtig sind, dass sie die Struktur unseres Verständnisses in Frage stellen. Vor kurzem brach Max in einer Sonderfolge von Someone Tonight sein Schweigen, nachdem er auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden war. Welche dunklen Geheimnisse hat er während seiner Abwesenheit aufgedeckt? Und warum ist er jetzt entschlossen, beunruhigende Wahrheiten über das CERN zu enthüllen? Finden Sie es im heutigen Video heraus. Das Rätsel von Max Laughlin. Max Laughlin, der einst als klügster Kopf der Welt gepriesen wurde, verblüffte alle mit seinen erstaunlichen wissenschaftlichen und technologischen Konzepten. Die Welt wurde auf seine kühnen Ideen zum CERN und seine Erfindung einer Vorrichtung für freie Energie aufmerksam. Die Geschichte von Max nahm jedoch eine seltsame Wendung, als er sich in Luft auflöste und ein Rätsel hinterließ, das sowohl Fans als auch Experten vor ein Rätsel stellte. Max tauchte nach längerer Abwesenheit wieder auf, aber mit noch mehr Fragen um ihn herum. Warum verschwand er so schnell? Welche Erlebnisse hatte er während seiner Abwesenheit? Es gab Berichte, dass Max verdeckte Studien an geheimen Orten durchführte und sich auf wissenschaftliches Neuland begab. Einige andere spekulierten, dass er von Organisationen entführt worden sein könnte, die seine Fähigkeiten für ihre eigenen Zwecke nutzen wollten, während andere meinten, er sei einfach zu jung, um dem Druck des Ruhms standzuhalten. Aus dem Mangel an konkreten Informationen ergaben sich viele Ideen darüber, was Max tat und wo er während seines unerklärlichen Sabbaticals war. Max Laughlin war ein brillanter junger Mann, der einen bleibenden Eindruck in der Wissenschaft hinterlassen hat. Sein Weg begann mit einem intensiven Interesse an Physik, Wissenschaft und Technologie. Max hatte schon als Jugendlicher ein weitaus besseres Verständnis für schwierige wissenschaftliche Konzepte als die meisten Kinder seines Alters. Er wurde durch seine bedeutenden Errungenschaften bekannt, insbesondere durch seine Erfindung der Maschine für freie Energie, die die Physik revolutionierte. Die Energie in der Luft wird durch diesen Draht abgeleitet. Wir wandeln sie unten von Wechselstrom in Gleichstrom um. Darüber hinaus fügte Max seinem bereits bemerkenswerten Ruf noch mehr Geheimnisse hinzu, indem er Spekulationen entwickelte, die die Forschung des CERN mit dem Mandela-Effekt in Verbindung brachten. Max zerlegte Geräte, um zu lernen, wie sie funktionierten. Denn er war wissbegierig. Schon in der Grundschule zeigte er großes Interesse an den Geheimnissen des Weltraums und an erneuerbaren Energiequellen und deutete damit eine wissenschaftliche Laufbahn an. Im Laufe der Zeit vertiefte sich seine intensive Neugier für diese Themen und machte ihn zu einem herausragenden Schüler der Highschool. In seinem letzten Schuljahr arbeitete Max zusammen mit seinem Freund Luke Jansen an einem spannenden Projekt, bei dem er mit Hilfe der Fotogrammetrie 3D-Repliken von antiken Felszeichnungen im Valley of Fire State Park anfertigte. Trotz der Probleme mit der Ausrüstung zeichneten sich Max' Entschlossenheit und sein unabhängiges Denken aus, wichtige Eigenschaften für jeden zukünftigen Wissenschaftler. Max träumte davon, uralte Felszeichnungen aus der ganzen Welt digital zu konservieren und dabei Wissenschaft, Kunst und Geschichte zu nutzen, um sein breites Spektrum an Talenten zu zeigen. Seine Liebe zur Physik und zum Ingenieurwesen leitete ihn, als er die Highschool abschloss und eine höhere Ausbildung in diesen Bereichen anstrebte. Seine harte Arbeit und sein Talent brachten ihm einen Platz an der renommierten University of Wisconsin-Madison ein, was einen großen Schritt in seiner akademischen und beruflichen Entwicklung bedeutete. Max wollte die Grenzen der Physik und des Ingenieurwesens ausloten, um die wissenschaftlichen Grenzen zu erweitern und einen bleibenden Eindruck auf diesem Gebiet zu hinterlassen. Max wollte eine führende Rolle in der wissenschaftlichen Innovation einnehmen und sein Wissen nutzen, um große Beiträge zu leisten, die die Wissenschaft auf der ganzen Welt beeinflussen würden. Seine Chance, an der University of Wisconsin-Madison zu lernen und zu innovieren, versetzte ihn in die Lage, bedeutende Fortschritte in Physik und Technik zu machen. Bevor er sein Studium aufnahm, begab sich Max auf eine aufregende Reise der Erkundung und Entdeckung, die seine starke Verbindung zur Teilchenphysik und zu erneuerbaren Energien zeigte. Angetrieben von einer tiefen Neugierde auf die grundlegenden Kräfte des Universums, konzentrierte sich Max' frühe Karriere auf das Verständnis und die Nutzung dieser Kräfte. Sein Interesse an der Entdeckung neuer Energieformen zeugt von dem Wunsch,
den Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen. Max' Erfindungen gingen über die üblichen technischen Verbesserungen hinaus, indem er sich eine Zukunft vorstellte, in der erneuerbare Energien unsere Welt verändern könnten. Diese kreativen Bemühungen erregten die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und der Energieindustrie und machten ihn zu einem aufstrebenden Star, der bereit war, das Feld zu verändern. Max' frühe Karriere war von dem starken Wunsch geprägt, mehr über die Kräfte zu erfahren, die unser Universum formen. Sein Engagement für erneuerbare Energien zeigt sein tiefes Verständnis für den dringenden Bedarf an nachhaltiger Energie und bietet echte Lösungen für schwierige Energieprobleme. Max' bahnbrechendes Gerät für freie Energie weckte Hoffnungen auf eine sauberere, nachhaltigere Zukunft. Sein einzigartiger Ansatz und sein starkes Engagement für erneuerbare Energien machten ihn zu einem Vorreiter in diesem Bereich. Obwohl er noch sehr jung war, hatte seine Arbeit große Auswirkungen, stellte alte Vorstellungen von Energie in Frage und eröffnete neue Wege zur Erzeugung nachhaltiger Energie. Seine Ideen stellten nicht nur in Frage, was wir über Energie wussten, sondern schufen auch neue Möglichkeiten für erneuerbare Energien. Max' Leidenschaft für erneuerbare Energien war nicht nur ein berufliches Ziel, sondern etwas, das ihm sehr am Herzen lag. Er glaubte, dass wir die Welt für künftige Generationen friedlicher und nachhaltiger gestalten können, wenn wir die Kraft der Natur nutzen. Max' praktische Anwendung seines Wissens machte ihn zu einer Schlüsselfigur an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Industrie, die positive Veränderungen bewirkte. Wenn alles gut lief, was ist dann mit Max passiert? Wann ist er verschwunden? Genial verloren und gefunden. Obwohl Max Laughlin in der wissenschaftlichen Gemeinschaft immer berühmter wurde, änderte ein unerwartetes Ereignis alles. Plötzlich verschwand er aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit und versetzte die wissenschaftliche Welt in Aufruhr. Dieses Verschwinden rief viele Theorien hervor und ließ alle rätseln. Wohin war Max verschwunden? Warum verschwand er so plötzlich? Seine Abwesenheit wurde in wissenschaftlichen Kreisen, in denen er eine prominente Persönlichkeit gewesen war, stark beachtet. Die Projekte, an denen er arbeitete, blieben in der Schwebe und verwirrten seine Kollegen und Freunde. Max' Freunde spekulierten über die seltsamen Umstände seiner plötzlichen Abwesenheit, was das Rätsel noch vergrößerte. Als Max schließlich zurückkehrte, war die wissenschaftliche Gemeinschaft sowohl erleichtert als auch neugierig. Was hatte er die ganze Zeit über gemacht? Das Rätsel um sein Verschwinden machte seine Geschichte nur noch faszinierender. Das Wiederauftauchen von Max brachte sowohl eine Lösung als auch neue Intrigen. Seine Geschichte der Jugendträume und des unerklärlichen Verschwindens wurde noch fesselnder. In Max' Lebensgeschichte ragt seine Erfindung einer Maschine für freie Energie als Symbol für Hoffnung und Innovation heraus. Diese Erfindung war mehr als nur ein wissenschaftlicher Durchbruch. Sie stand für die Hoffnungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit. Die Enthüllungen von Max weckten das Interesse und die Begeisterung. Die kostenlose Energiemaschine war ein Leuchtturm der Hoffnung, der das Potenzial für eine nachhaltige und energieeffiziente Zukunft aufzeigte. Dabei ging es nicht nur um lokale oder schulische Fragen, es ging um globales Denken. Max Laughlin hat wie Malala Yousafzai und Elizabeth Nance gezeigt, dass junge Menschen Außergewöhnliches leisten können. Das Talent dieser jungen Menschen kennt keine Grenzen, und ihre unglaublichen Ideen finden oft weltweite Beachtung. Max wurde berühmt für seine Erkenntnisse über das Universum und die menschliche Anpassungsfähigkeit. Doch Max ging über bloße Beobachtungen hinaus. Er begann, Warnungen auszusprechen, insbesondere vor dem Large Hadron Collider am CERN. Dieser außergewöhnliche Junge hat Videos gedreht, um seine Besorgnis darüber zu äußern, was CERN-Forscher seiner Meinung nach getan haben. Diese Videos haben nicht nur informativen Charakter. Sie sind warnende Geschichten, die die Aufmerksamkeit von Experten erregt und weltweite Spekulationen ausgelöst haben. Was genau hat Max über das CERN herausgefunden? Max Laughlin ist kein gewöhnlicher Mensch. Er ist ein Innovator. Im Alter von 13 Jahren revolutionierte er die wissenschaftliche Welt mit seinem Gerät für freie Energie. Diese Erfindung hatte das Potenzial, den Lebensstandard weltweit zu verändern. Seitdem hat Max durch seine scharfen Beobachtungen faszinierender Phänomene in unserem Universum weithin Anerkennung gefunden. Seine Forschung nimmt uns mit auf eine fesselnde Reise durch die faszinierende Welt der Realität und der Paralleluniversen. Eine seiner interessantesten Theorien besagt, dass die Experimente des CERN die Struktur unserer Existenz bedrohen und uns möglicherweise in ein Paralleluniversum stoßen.
das unserem eigenen ähnelt. Max spricht über den Large Hadron Collider, eine riesige Maschine, mit der die Bedingungen des Urknalls nachgebildet werden sollen. Diese Maschine spielt eine entscheidende Rolle in Max' Geschichte. Er glaubt, dass die von dieser Maschine durchgeführten Experimente das Universum auseinandergerissen haben könnten, so dass wir in einer anderen Welt leben, ohne es zu merken. Max vertieft das Konzept des Multiversums und vermutet, dass es unzählige Parallelwelten gibt, die sich unserem Verständnis entziehen. Laut Max beginnt die Abfolge der Ereignisse ganz normal mit dem planmäßigen Ablauf des Experiments. Doch dann geht etwas schief und löst eine Kettenreaktion aus, die die Realität in unzählige Paralleluniversen aufspaltet. In dieser neu aufgeteilten Realität ist unsere gegenwärtige Existenz nur noch eines von vielen Paralleluniversen. Was bedeutet das für unser Verständnis der Realität? Max' Blick auf das CERN legt nahe, dass die Wissenschaftler dort Anomalien im Raum-Zeit-Kontinuum gefunden haben könnten. Sie könnten historische Ereignisse verändert haben, nachdem sie ein Ereignis entdeckt hatten, das unsere konventionelle Vorstellung von der Realität in Frage stellte. Max glaubt, dass Geschichten über sich öffnende Portale am CERN auf die Existenz anderer Universen in der Nähe unseres eigenen hinweisen. Wie könnten diese anderen Universen aussehen? Und was haben die Wissenschaftler am CERN entdeckt, das Max so beunruhigt hat? Max' Geschichte ist voller Fragen und Geheimnisse. Seine Erkenntnisse über das Universum und seine Warnungen vor dem Large Hadron Collider haben ihn zu einer Figur gemacht, die sowohl fasziniert als auch beunruhigt. Die Geheimnisse des Large Hadron Collider. Max Laughlins Gedanken zum Mandela-Effekt legen eine verblüffende Geschichte nahe. Ein Teilchenbeschleuniger könnte ein Elektron verändern, unsere Realität zerstören und uns in ein anderes Universum stoßen. Laut Max Laughlin ist der Large Hadron Collider, kurz LHC, die Maschine, die die Menschheit in einen neuen Kosmos stößt und unsere Faszination für die Teilchenphysik vertieft. Aber was, wenn Max' Theorien wahr sind? Max' Ideen haben die Fantasie vieler Menschen angeregt und die Neugier auf die Geheimnisse des Universums neu entfacht. Er erforscht die Natur der Realität und die Möglichkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen. Doch nicht jeder ist mit ihm einverstanden. Kritiker argumentieren, dass seine Theorien keine soliden Beweise enthalten und nur spekulativ sind. Trotzdem haben die kühnen Behauptungen von Max zu neuen Forschungen und Debatten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geführt und gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Überzeugungen über die Realität zu hinterfragen. Der Large Hadron Collider ist eine monumentale wissenschaftliche Leistung, die zu erstaunlichen Entdeckungen geführt hat. Eine der größten Entdeckungen ist das Higgs-Boson, ein Teilchen von immenser Bedeutung für die Physik. Die Geschichte des Higgs-Bosons beginnt mit Peter Higgs, einem britischen Physiker, dessen Theorien in den 1960er Jahren unser Verständnis der Teilchenmasse revolutionierten. Higgs betrachtete Teilchen als die grundlegenden Bausteine des Universums, sowie winzige Lebewesen, die große Vielfalt der Materie um uns herum bilden. Higgs wollte das Rätsel lösen, wie die Teilchen, die für die schwachen Kräfte und den atomaren Zerfall verantwortlich sind, ihre Masse erhalten. Seine innovative Theorie führte die Idee des Higgs-Feldes ein. Er verglich es mit einer klebrigen, Zero-partigen Substanz, auf die die Teilchen bei ihrer Bewegung durch den Raum treffen, ähnlich wie das Gehen durch Wasser mit jedem Schritt schwieriger wird. Dieses klebrige Feld verleiht den Teilchen, insbesondere dem Higgs-Boson, Masse, was ihm den Spitznamen Gottesteilchen einbrachte. Das Teilchen und sein Feld sind heute wesentliche Bestandteile des Standardmodells der Physik, einem umfassenden Leitfaden zum Verständnis der Komplexität des Universums. Der LHC, der für die Kollision von Protonen ausgelegt ist, spielte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung des Higgs-Bosons. Diese Protonenkollisionen verursachten Störungen im Higgs-Feld, wodurch das Higgs-Boson entdeckt wurde und Licht in eines der grundlegenden Geheimnisse des Universums gebracht wurde. Die Bekanntgabe dieser bahnbrechenden Entdeckung am 4. Juli 2012 war ein entscheidender Moment für die Wissenschaftler am CERN. Das Higgs-Boson hat etwa die 130-fache Masse eines Protons und unterstreicht damit die enorme Reichweite des Higgs-Feldes. Diese Entdeckung war mehr als nur die Entdeckung eines kleinen Teilchens. Sie erweiterte unser Verständnis des Universums. Das Higgs-Feld durchdringt den Raum und deutet darauf hin, dass der Raum nicht leer, sondern mit Energie gefüllt ist. Wie ein Hintergrundsummen, die Vorstellung, dass die LHC-Experimente die kosmische Ordnung beeinflussen könnten,
verleiht dieser wissenschaftlichen Geschichte eine faszinierende Wendung. Könnten unsere irdischen Experimente kosmische Auswirkungen haben? Dieser Gedanke fügt unserem Verständnis davon, wie die kleinen und großen Aspekte des Universums miteinander verbunden sind, eine neue Ebene hinzu. In einer aufregenden Entwicklung gaben die Physiker des CERN die Entdeckung der X-Teilchen bekannt. Diese faszinierenden Teilchen wurden im Quark-Gluon-Plasma des LHC neben Milliarden anderer Teilchen gefunden. Die Reise dieser X-Teilchen zurück in die Vergangenheit ist fesselnd. Sie lassen sich bis zu einigen Millionstel Sekunden nach dem Urknall zurückverfolgen. Einer Zeit, als das Universum eine heiße Plasmasuppe war. Welche Geheimnisse bergen diese uralten Teilchen über die Ursprünge unseres Universums? Die Entdeckung der X-Teilchen, die aus Quarks und Gluonen bestehen, gibt Aufschluss über die Bedingungen in der Frühzeit des Universums. Die Forscher hoffen, diese Entdeckung nachstellen zu können, indem sie positiv geladene Bleiatome auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigen und sie zur Kollision bringen, wodurch ein Plasmablitz entsteht, der den Anfängen des Universums ähnelt. Dieser Prozess setzt mehr Teilchen frei und ermöglicht einen kontrollierten Einblick in die energetische Umgebung des frühen Universums. Was glauben Sie, wie dieses Wissen unser Verständnis des Kosmos verändert? Trotz der Herausforderungen, WEEZY-B, die 13 Milliarden frontalen Ionenkollisionen zu filtern, um die schwer fassbaren X-Teilchen zu finden, liefert der LHC weiterhin wertvolle Erkenntnisse. Er soll bis 2025 in Betrieb sein, mit einer 2-jährigen Unterbrechung für Nachrüstungen. Die Wissenschaftler des CERN wollen mit dem LHC die mysteriöse Natur der dunklen Materie aufdecken, die den größten Teil des bekannten Universums ausmacht. Einige, wie die theoretische Physikerin Sabine Hossenfelder, sind jedoch skeptisch. Sie stellt den Wert eines solch kostspieligen Projekts in Frage und verweist darauf, dass andere Projekte, wie ein Radioteleskop auf dem Mond oder ein Gravitationswellendetektor in der Erdumlaufbahn, zu bedeutenderen wissenschaftlichen Fortschritten führen könnten. Die Theorien von Max Laughlin und die Entdeckungen am CERN stellen unser Verständnis des Universums in Frage. Könnten die Experimente des LHC wirklich Auswirkungen auf die kosmische Ordnung haben? Welche weiteren Geheimnisse könnten aufgedeckt werden, wenn wir die Mysterien der Teilchenphysik und des Universums weiter erforschen? Das Verständnis der dunklen Materie ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Physik. Wissenschaftler glauben, dass die dunkle Materie etwa 27% des Universums ausmacht. Aber sie wissen immer noch nicht, woraus sie besteht. Der Large Hadron Collider mit seinen leistungsstarken Teilchenkollisionen gilt als Schlüsselinstrument für die Untersuchung von Teilchen aus dunkler Materie. Aber ist der LHC der beste Weg, um die dunkle Materie zu untersuchen? Einige Wissenschaftler, wie Hossenfelder, sind der Meinung, dass wir andere Methoden erforschen sollten. WEEZY-B. Weltraumgestützte Observatorien, die billiger und effektiver sein könnten. Hossenfelders Ansicht zeigt die anhaltende Debatte unter Wissenschaftlern über den besten Weg zur Lösung grundlegender Fragen der Physik. Der LHC hat zwar wichtige Entdeckungen gemacht, wie den Nachweis der Existenz des Higgs-Bosons, aber seine künftige Rolle bei der Entschlüsselung der Geheimnisse der dunklen Materie ist noch ungewiss. Mit dem Beginn des 3. Durchlaufs des LHC und den Plänen für einen 4. Durchlauf wird diese Debatte noch intensiver. Welche neuen Erkenntnisse könnte der geplante Collider bringen? Und welche Unsicherheiten birgt er in unserem Bestreben, das Universum zu verstehen? Der LHC hat sogar Befürchtungen über die Entstehung schwarzer Löcher geweckt, obwohl er nicht dafür gebaut wurde. Als der LHC 1988 in der Nähe von Genf Gestalt annahm, machten sich viele Experten Sorgen über die Hochgeschwindigkeitskollisionen von Protonen, die er erzeugen würde. Martin Rees, ein bekannter Astrophysiker, befürchtete, dass bei diesen Kollisionen winzige schwarze Löcher, sogenannte quantenschwarze Löcher, entstehen könnten, obwohl Stephen Hawking versicherte, dass der LHC nicht genug Energie hat, um solche schwarzen Löcher zu erzeugen. Ging die Diskussion weiter. Die Frage bleibt, könnten die Kollisionen des LHC wirklich schwarze Quantenlöcher erzeugen, die die Erde verschlingen könnten? Während die meisten physikalischen Modelle dies verneinen, gibt es Ideen, dass höhere Energieniveaus dies möglich machen könnten. Kürzlich wurde über ein schwarzes Quantenloch in der Nähe von Genf berichtet. Manchen zufolge würde es Europa sofort verschwinden lassen und ein winziges schwarzes Loch zurücklassen. Die aktuellen wissenschaftlichen Theorien besagen jedoch,
dass schwarze Quantenlöcher keine Materie verzehren, sondern stattdessen Hawking-Strahlung aussenden würden. Wie genau sind diese Theorien? Und was bedeutet das für die Zukunft der Teilchenphysik? 2022 kam es während eines LHC-Laufs zu einem unerwarteten Ereignis. Wissenschaftler bemerkten eine große und anhaltende Störung im Magnetfeld der Erde. Zunächst dachten sie, die Störung sei auf die Sonnenaktivität zurückzuführen. Doch aufgrund des ungewöhnlichen Zeitpunkts und der Stärke der Störung beschlossen sie zu prüfen, ob die Experimente des CERN daran beteiligt sein könnten. Dies löste eine hitzige Debatte über die Sicherheit von Hochenergie-Teilchenkollisionen am LHC aus. Könnten diese Experimente miniaturschwarze Löcher oder andere unbekannte Phänomene erzeugen? Als die Forscher tiefer gruben, fanden sie überraschende Details, die weitreichende Folgen haben könnten. Die Störung ereignete sich unmittelbar nach einer sehr energiereichen Kollision am LHC, was auf einen möglichen Zusammenhang hindeutet. Diese Entdeckung warf neue Fragen darüber auf, wie sich ähnliche Experimente auf das Magnetfeld der Erde und die kosmische Umgebung auswirken könnten. Der Vorfall führte zu einer gründlichen Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen des CERN und zu einer Aktualisierung der potenziellen Risiken von Hochenergieteilchenkollisionen. Die genaue Ursache der Störung wird zwar noch untersucht, aber sie macht deutlich, dass die Auswirkungen der Experimentalphysik auf unseren Planeten sorgfältig bedacht werden müssen. Was könnte passieren, wenn sich das Magnetfeld der Erde verändert? Dies könnte zu verschiedenen Problemen wie Satellitenausfällen, Problemen im Stromnetz und Unterbrechungen der Kommunikationsnetze führen. Experten des CERN und andere Wissenschaftler analysierten die Daten des LHC und die Umweltbedingungen während des Vorfalls. Ihr Ziel war es, herauszufinden, ob die hochenergetischen Kollisionen des Colliders unerwartete globale Auswirkungen haben könnten. Sie untersuchten, ob der Collider ungewöhnliche Teilchen oder Ereignisse erzeugen könnte, die das Magnetfeld der Erde vorübergehend stören könnten. Obwohl das Standardmodell einen grundlegenden Rahmen bietet, hat der explorative Charakter dieser Forschung zu Theorien und Bedenken innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft geführt. Dieses Ereignis löste eine breitere Diskussion über die ethische Verantwortung von wissenschaftlichen Großversuchen aus. Wie lassen sich wissenschaftlicher Fortschritt und Umweltschutz in Einklang bringen? Die Fallstudie am CERN war entscheidend für die Bewertung der damit verbundenen Risiken und die Erweiterung der Grenzen des menschlichen Wissens. Die Ergebnisse der Untersuchung beeinflussten den künftigen Betrieb des CERN. Um besser zu verstehen, wie Experimente der Hochenergiephysik mit dem Erdmagnetfeld interagieren, hat das CERN die Überwachungssysteme für den LHC und seine Umgebung verbessert. Dieses Ereignis unterstreicht die Notwendigkeit strenger Sicherheitsstandards und regelmäßiger Überprüfungen in der Teilchenphysik. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass unser Streben nach Wissen mit der Verantwortung für die Umwelt in Einklang gebracht wird. Die Vorstellung, dass eine von Menschenhand geschaffene Maschine unbeabsichtigt unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen könnte, ist faszinierend und stellt das traditionelle wissenschaftliche Denken in Frage. Könnte diese Erfahrung also Max Laughlins Theorie des Mandela-Effekts Glaubwürdigkeit verleihen? Max glaubt, dass ein Teilchenbeschleuniger ein Elektron verändern, unsere Realität zerstören und uns in ein anderes Universum stoßen könnte. Laut Max ist der LHC die Maschine, die die Menschheit in einen neuen Kosmos versetzt und unsere Faszination für die Teilchenphysik vertieft. Wasaber, wenn Max' Theorien wahr sind, könnte unser Verständnis des Universums und unseres Platzes darin viel komplizierter sein, als wir denken. Max' Ideen haben die Fantasie vieler Menschen angeregt und die Neugier auf die Geheimnisse des Universums neu entfacht. Er erforscht die Natur der Realität und die Möglichkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen. Doch nicht alle sind mit ihm einverstanden. Kritiker argumentieren, dass seine Theorien keine soliden Beweise enthalten und nur spekulativ sind. Trotzdem haben die kühnen Behauptungen von Max zu neuen Forschungen und Debatten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft geführt und gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Überzeugungen über die Realität zu hinterfragen. Lassen Sie uns abschließend über den Mandela-Effekt, die Meinung von Max und andere verrückte Theorien sprechen. Die Geheimnisse des Universums. Der Mandela-Effekt ist ein faszinierendes Phänomen, bei dem sich viele Menschen an etwas anders erinnern, als es geschehen ist. Zum Beispiel erinnern sich manche Menschen daran, dass Nelson Mandela in den 1980er Jahren im Gefängnis starb, obwohl er in Wirklichkeit 2013 verstorben ist. Ein weiteres Beispiel ist die berühmte Kinderbuchserie Die Bärenstein-Bären,
die vielen als die Berenstain-Bären bekannt ist. Max Laughlin, ein junges Genie, schlägt vor, dass diese seltsamen Erinnerungen durch die Interaktion subatomarer Teilchen zwischen verschiedenen Welten entstehen könnten, die die menschliche Wahrnehmung beeinflussen. Könnte diese Theorie erklären, warum unsere Erinnerungen manchmal nicht mit der Realität übereinstimmen? Zurück zum CERN, das derzeit aufgrund der anhaltenden Krise in der Ukraine, die sich auf die Energieversorgung in ganz Europa auswirkt, mit Energieproblemen zu kämpfen hat. Davon sind viele Haushalte und Unternehmen betroffen, darunter auch das CERN, dessen Energiebedarf mit dem einer Kleinstadt vergleichbar ist. Allein der LHC verbraucht etwa die Hälfte der Gesamtenergie des CERN. Und im Winter werden die Kollisionen pausiert, um den Druck auf das Stromsystem zu verringern. Könnten diese Energiebeschränkungen kritische Experimente und Entdeckungen verzögern? Trotz dieser Herausforderungen unternimmt das CERN Schritte zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Allerdings könnten die Aktivitäten der Maschinen aufgrund mangelnder Stromversorgung unterbrochen werden, was nicht nur den LHC, sondern möglicherweise auch andere Experimente betreffen würde. Einige dieser Experimente verwenden bereits energieeffiziente Methoden, aber die Konzentration auf Energiesparprogramme könnte zu Verzögerungen führen. Nichtsdestotrotz bleiben die Wissenschaftler am CERN widerstandsfähig und optimistisch und erwarten, dass sie bis 2025 wichtige Daten sammeln können. Ihr Engagement für das Verständnis des Universums spiegelt die Verpflichtung der wissenschaftlichen Gemeinschaft wider, trotz äußerer Herausforderungen Fortschritte im Wissen zu erzielen. Die Idee des Multiversums fasziniert Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten. Anders als in der Unterhaltung, wo sie oft kreativ eingesetzt wird, bietet sie in der Kosmologie und Quantenphysik einen theoretischen Rahmen, um beobachtete Phänomene in unserem Universum zu erklären. Das Multiversum wird in der Physik durch zwei Hauptrichtungen betrachtet. Das kosmologische Multiversum deutet darauf hin, dass es in unserem Universum abgelegene Regionen gibt, in denen sich die grundlegenden Regeln der Physik unterscheiden könnten. Könnte es Bereiche jenseits unserer derzeitigen Beobachtungsmöglichkeiten geben, die neue Einblicke in das Universum bieten? Die zweite Interpretation stammt aus der Quantenphysik, insbesondere die Viele-Welten-Interpretation. Diese Theorie sorgt für zusätzliche Komplexität und Spannung, indem sie vorschlägt, dass jedes mögliche Ergebnis eines Quantenereignisses in separaten, sich verzweigenden Universen auftritt. Demnach kann sich ein Quantenteilchen, B, ein Elektron, gleichzeitig in zwei Richtungen drehen, und zwar jeweils in einem Paralleluniversum. Bedeutet dies, dass es unzählige Parallelwelten gibt, die von jedem Quantenereignis abzweigen? Was denken Sie? Der Physiker Sean Carroll erklärt, dass entgegen der landläufigen Meinung menschliche Handlungen nicht direkt neue Realitäten im wissenschaftlichen Multiversum schaffen. Stattdessen existieren alternative Welten unabhängig von unseren täglichen Entscheidungen, die durch Quantenereignisse und nicht durch menschliche Handlungen ausgelöst werden. In dieser Sichtweise ist unsere Identität im Multiversum vergleichbar mit der Bindung zwischen eineiigen Zwillingen. Sie haben eine ähnliche Geschichte, sind aber einzigartige Wesen auf unterschiedlichen Wegen. Das Konzept des Multiversums regt nicht nur zu psychologischen und philosophischen Überlegungen an, sondern bietet auch eine neue Perspektive auf Handlungen und ihre Folgen. Doch wie wirkt sich diese Theorie auf unser Verständnis der Realität aus? Die Erforschung des Multiversums bietet einzigartige Einblicke auf der Grundlage von Laughlins Theorie und den am CERN durchgeführten Experimenten. Es ist jedoch wichtig, in unserer Realität zu bleiben, in der unsere Handlungen reale Konsequenzen haben. Obwohl diese Theorien zeigen, wie sehr das CERN die Wissenschaft und die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst hat, dienen sie auch als Erinnerung daran, wie wichtig Bescheidenheit ist, wenn man sich den Geheimnissen des Kosmos stellt. Das CERN ist führend in der Teilchenphysik und verbessert kontinuierlich den Large Hadron Collider, um anomale Ereignisse zu untersuchen und Informationen über Teilchen wie Neutrinos zu sammeln, die für das Verständnis des Aufbaus des Kosmos unerlässlich sind. Diese bahnbrechende Forschung fördert nicht nur das menschliche Verständnis, sondern weckt auch das Staunen und Interesse an der Komplexität des Universums. Die Theorien von Max Laughlin und die Erkenntnisse des CERN inspirieren uns. Wenn wir die Größe des Universums und das komplexe Netz der Möglichkeiten, das es offenbart, betrachten. Max Laughlin, der manchmal als das klügste Kind der Welt bezeichnet wird, hat eine interessante Geschichte, die in der Erzählung über das Antimaterie-Gleichgewicht erzählt wird.
Sein unangekündigtes Ausscheiden hinterlässt eine Lücke in der wissenschaftlichen Welt, aber seine Geschichte ist ein Beispiel für die erfolgreiche Verschmelzung von Einfallsreichtum, Neugierde und Willenskraft. Max' Weg von seiner neugierigen Erziehung bis hin zu seiner Beteiligung an bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckungen zeugt von einem unermüdlichen Streben nach Wissen und einem tiefgreifenden Verständnis unserer Umgebung. Welche Auswirkungen könnte seine Rückkehr auf die Wissenschaft und künftige Entdeckungen haben? Max' Forschung erweitert die Grenzen des wissenschaftlichen Wissens, insbesondere im Bereich der Teilchenphysik. Die Neugier auf die möglichen wissenschaftlichen Entdeckungen, die er machen könnte, hat seit seiner Rückkehr zugenommen. Max' Geschichte veranschaulicht die Fähigkeit des menschlichen Geistes und das unermüdliche Streben nach Wissen. Seine Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Neugierde zu fördern und Hindernisse bei der Suche nach Wissen in Kauf zu nehmen. Könnte es sein, dass Max' Geschichte uns motiviert, neue Aufgaben zu übernehmen und nach Entdeckungen zu suchen, die die Menschheit bei der weiteren Erforschung des Weltraums voranbringen? Bitte kommentieren Sie unten, um uns Ihre Meinung mitzuteilen. Und wenn Sie Vorschläge für Ihr nächstes Abenteuer haben, zögern Sie nicht, sie uns mitzuteilen. Es warten noch viele weitere Entdeckungsreisen auf uns. Also abonnieren Sie uns bitte, damit Sie keine interessanten Veranstaltungen verpassen. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.